Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde mit Kerim Engizek und Islam Dulatov. Danke. Willkommen bei den Smash Brothers. Die Resonanz aus dem letzten Video war auch wieder sehr stark. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und alles. Und die Jungs, ich bedanke mich im Namen der Jungs. War auf jeden Fall sehr, sehr stark, was ihr da abgeliefert habt. Auch dafür. Die besten Friends. Danke vielmals. Danke auf jeden Fall. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Und das heutige Thema wird nämlich sein Inspiration und Idole. Wir alle haben vielleicht eine starke Inspiration im Leben oder ein Idol im Leben, was wir verfolgen oder wonach wir prägen oder wessen Zitate wir vielleicht für unseren Lebensstil mitnehmen. Und diese Frage werden wir auch den Jungs stellen. Was für Idole haben sie? Welche Inspiration verfolgen sie? Und dementsprechend würde ich einfach sagen, lasst uns einfach reingehen und direkt mit der ersten Frage starten, Jungs. Wer hat euch im Kampfsport am meisten inspiriert? Fang du an. Muhammad Ali. Kannst du auch begründen, warum? Ja, seine Art und Weise, der Lebensstil, den er gelebt hat. Er war auch immer vorlaut, hat aber abgeliefert, hat alle kaputt gehauen. Hat sein Ding gemacht, dann in religiöser Hinsicht dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er dann konvertiert war, hat er dann auch sein Lebensstil quasi angepasst. Und ich habe das sehr bewundert, die Geschichte damals, wo er ins Gefängnis gegangen ist, dass er so viel aufgeopfert hat in seiner Primetime, dass er nur um nicht, ich sag mal, in diese ganze Politik mit hineingezogen zu werden, so viel aufgeopfert hat und die besten Jahre seines Lebens quasi weggeworfen hat, fand ich auch brutal auf jeden Fall. Und ja, nur Respekt an diesen Mann. Möge Gott seiner Seele gnädig sein und wird für mich auch immer der größte Sportler aller Zeiten bleiben. Da kommt auch niemals jemand an den ran. Mhm. Und Khabib Nurmagomedov, würde ich sagen. Okay, also aktuelle Neuzeit, Ja, würde ich sagen. jetzt von seiner Art her, ne? Mhm. Was ist so bei Ali, wo du sagst, weil Ali ist ja wirklich von vielen eine Inspiration und ein Idol. Aber was würdest du sagen, ist so sein Hauptmerkmal, wofür er steht, dass ihn wirklich so viele feiern? Dieser Mann war einfach eine Größe für sich, weißt du, der war boxerisch, seine Art und Weise zu tanzen im Ring, weißt du, seine Art und Weise zu sprechen, wie er sich artikuliert hat, immer sehr sauber, sehr, sehr gerade, agil, also weißt du, er war einfach ein großartiger Mann, meiner Meinung nach, so muss man einfach sagen. An ihn kommt einfach niemals jemand ran, in meinen Augen. Gibt es irgendwas, was du von ihm kopiert hast, wo du sagst, ey, zum Beispiel irgendeinen bestimmten Punch oder irgendwas im Ring, was du gesagt hast, das muss ich. Ne, er war ja fast genauso groß wie ich. Wir haben ja fast identisch, fast dieselbe Größe. Ich finde seinen Boxstil einfach interessant, cool, so. Sein Footwork war gut, das habe ich damals im Boxen mir angeeignet. Jetzt nicht so natürlich so gut wie er, aber auf meine Art und Weise habe ich das so ein bisschen gemacht. Und ich weiß noch, damals nach meinem Boxkämpfen haben viele gesagt, ey, der bewegt sich wie Ali. Weil ich habe damals durch den Ring so ein bisschen getanzt und so. Bei so einer großen Meisterschaft damals. Und ich weiß noch, als ich rausgekommen bin, meinte einer zu mir, du hast Footwork wie Muhammad Ali so. Ich meinte, ja, weit weg davon noch, aber ich arbeite dran so. Und irgendwann natürlich, wenn du jetzt MMA kämpfst, kannst du das jetzt nicht mehr machen. Kriegst du sonst einen K-Kick oder Low-Kick hinterher, klatscht auf den Boden. Aber zu der Zeit im Boxen ging das natürlich so. Ja, Mann. Aber er steht für mich für viele große Sachen, weißt du. Seine Art und Weise zu leben, wie er sich immer präsentiert hat, so. Klar, er war auch sehr arrogant so. Ne? Also was heißt arrogant? Da sind wir wieder beim Thema. Er wirkte arrogant, weil er sich halt ständig bei seinen Gegnern lustig gemacht hat und so, weißt du, weil er so frech war und respektlos war. Aber wie gesagt, man sieht, das war auch Selbstbewusstsein natürlich, ne? Hat ihm am Ende weitergeholfen, weil er hat auch genau das abgerufen, was er gesagt hat. Er war der Erfinder von Trash Talk. Wenn du so überlegst, er war der Erfinder. Es gab damals keinen Trash Talk. Damals haben die einfach gegeneinander gekämpft. Guck mal, was für eine Publik daraus gemacht hat. Wie war denn früher Trash Talk? Gar nichts, gab's nicht. Die haben einfach gekämpft, fertig. Aber Muhammad Ali hat das reingeführt. Der hat angefangen. Der hatte ja nie persönliche Probleme. Er war sogar, ich glaube mit Joe Frazier war der sogar noch befreundet, aber er meinte, ey komm, wir machen das nur ein bisschen für die Show und so. Hat den öffentlich dann beleidigt, gedemütigt, aber haben die da eine fette Halle ausverkauft. Er hat das früh gecheckt. Das ohne Trash Talk und damals gab es kein Instagram. Ja, ohne also Aufmerksamkeit, dass sowas läuft. Die haben das ja einfach nur dann so in der Presse ihre Meinung geäußert und dann gesagt, so und so der Gegner. Meint ihr, das war damals auch so ein Mindgame? Oder war das einfach, weil er seinen Gegner erniedrigen wollte? Beides bei ihm. Er war sehr intelligenter Mann. Er wusste teilweise, dass er schon mit Worten eindeckt war, so wortgewandt. Er hat auf Kommando abgerufen. Der hat dich erstmal wortwörtlich vor allen Leuten bloßgestellt, hat er dich schon erniedrigt, also ein bisschen Selbstbewusstsein genommen.
Und dann hat er das noch umgesetzt. Das ist auch eine Kunst für sich. Meint ihr, diese Kombo hat ihn zu dem Klar. gemacht? So? Und auch, ich weiß noch, als er Weltmeister geworden ist, da kam so dieser Sprecher zu ihm, er sagt so, ey, sogar einer ihrer größten Kritiker hat heute bestätigt so, dass man dafür Respekt aussprechen muss, bla bla, irgendwas sagt er zu ihm, dann sagt er genauso, ich brauche keinen, der mir sagt, dass ich der Beste bin. Ich sag die Scheiße schon seit 6 Jahren. Ja. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist das, dieser Mann hat keine Bestätigung gebraucht von irgendwen und genauso sehe ich das bei mir selber zum Beispiel auch, weißt du, ich brauche niemanden, der mir sagt, ey, du bist gut, mir ist das scheißegal, ob die Leute mir das sagen oder nicht. Selbst wenn heute alle sagen würden, ey, du hast es nicht drauf, ich würde trotzdem mein Ding machen, weil ich weiß, ich hab's drauf, weißt du? So, und das meine ich so, das ist halt dieses Mindset, was du haben musst in dieser Sportart oder generell im Kampfsport, damit du weit kommst, weil wenn du auf das hörst, was die Leute sagen, du siehst ja, Hater gab es damals schon. Die Leute haben damals schon zu mir gesagt, ach was, der wird es nicht schaffen und dies und das. Nur damals konnten die es halt nicht öffentlich. Weißt du, so mäßig, sondern die haben es so, wenn sie mal gefragt wurden, wenn mal ihre Meinung gefragt wurde, dann haben die es halt gesagt so. Aber damals gab es natürlich keine Tastaturenrambos so, wie in der heutigen Zeit. Deswegen ist es wichtig, umso wichtiger jetzt in der heutigen Zeit, dass man genau weiß, ey, weißt du, wenn es drauf ankommt, rufe ich ab und fertig. Ich brauche niemanden, der mir die Bestätigung dafür gibt. Ich bin selbst die Bestätigung. Mhm. Gibst du dir selber die Bestätigung oder, anders gefragt, wessen Meinung ist dir am wichtigsten, wenn du sagst, eine Meinung ist dir wichtig? Die Meinung meiner Freunde. Die ist auch nicht immer so, wie ich die gerne hätte. Weißt du, ich meine, besser die Meinung meiner Familie und Freunde. Aber das ist die wichtige Meinung, die auch zählt. Es gibt Das genug ist die Leute, Meinung. die dir auf die Schulter klopfen. Die sagen, du bist der Genau. Beste, du bist der Beste. Du musst auch mal Kritik vertragen können. Auch wenn du Fehler gemacht hast. Weil jeder sagt dir, du bist der Beste, du bist der Heftigste. Und Fehler einsehen können. Genau, und die musst du annehmen und umsetzen vor allem. Du darfst nicht sagen, ey, warum sagst du mir das? Wenn jetzt einer zu dir kommt und du weißt, er ist neidisch auf dich, weil das gibt's oft. Ich sehe das sehr oft. Das ist wie zum Beispiel, wenn ich mit meinem Lambo durch die Gegend fahre und einer kommt zu mir und sagt, Bruder, ich habe auch ein Q8, ist ja das gleiche Auto. Ja. Aber das ist nicht nur, damit du verstehst, das ist auch so gemein, so mäßig so. Und ich merke das bei Leuten so, die meinen das nicht so, nicht mal mit einem bösen Absicht, und die meinen das wirklich so ernst so. Dann sage ich, Bruder, jetzt, wenn das gleiche Auto wäre, dann würde der Wagen nicht 200.000 Euro mehr kosten. Danke. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Bei aller Liebe so. Weißt du, meine Brüder haben auch Q8. Darum geht's gar nicht. Aber verstehst du, wenn es das gleiche Auto wäre, dann würde der Wagen nicht 200.000 Euro mehr kosten. Weißt du, was ich meine? Das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt Leute, die kommen und sagen so, ja, ey, guck mal, die kommen und wollen dir Ratschläge geben. Und da denke ich mir so, Bruderherz, was hast du ansatzweise in dieser Richtung gemacht, dass du mir Ratschläge geben kannst in dieser Sache? Verstehst du, was ich meine? Das ist so, als ob ich zu einem Elektriker gehe und dem auf einmal erklären will, wie der seinen Job zu machen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Bruder, was habe ich mit Elektrik zu tun? Weißt du, was ich meine? Das ist so, als ob ich bei Lamborghini reingehe und den Verkäufer erzählen will. Das ist so, als ob ich bei Lamborghini reingehe und den Verkäufer erzählen will, Bruder, du musst das so und so machen, verkauf lieber so, und dann hast du die Strategie besser. Bruderherz, ich küsse dein Herz, geh, mach deinen Sport. Bruder, du bist Elektriker, willst du mir erklären, wie ich kämpfen soll? Geh mal, mach mal deine Arbeit. Das ist aber dann meistens von Leuten, da merkst du auch schon, also du hast ja diese Ahnung, weißt du, ich bin ja nicht seit gestern bekannt. Ich merke ja schon, wenn ich mit Leuten rede, in welcher Art und Weise sie mir das verklickern wollen, so mäßig. Und wenn ich merke, jemand ist neidisch so, deren Meinung ist mir so scheißegal. Das nehme ich gar nicht an so. Weißt du, weil das ist dann weiß ich, okay, das ist mehr aus Neid und Missgunst gesagt. Aber wenn mein großer Bruder mit mir redet, wenn meine Freunde mit mir reden, die mir sagen, ey Bruder, guck mal, nächstes Mal in dieser Situation, scheiß drauf, halt dich lieber zurück, war unnötig, dass du so reagiert hast. Weißt du, dann sage ich, ja gut, wenn meine Brüder oder meine Freunde mir das sagen, dann hat das schon seinen Grund so. Weißt du? So, und dann höre ich auch darauf. Ja. Gerade so auch diese Kritik abkönnen, wie ihr beide schon gesagt habt, auch gerade du, Kerem. Musst Diese du. Kritik die kriegst du so oder so. Es ist deine Aufgabe, wie du damit umgehst. Safe. Wie ist es denn, bevor du gleich die Frage auch nochmal beantwortest, wie ist es denn zum Beispiel für dich, Kerem, gewesen, damals Kritik zu ernten und heute Kritik zu ernten? Damals habe ich das alles so extrem persönlich genommen. Ich habe die dann auch teilweise alle angeschrieben, du kleiner Hase und wirklich jeden gejagt. Wenn ich einen draußen mal erwischt habe, ich Ohrfeigen verteilt. Ehrlich, so, ich habe das so persönlich genommen, aber irgendwann lernst du das gehört dazu. Wenn du Hate hast, hast du es geschafft. Das hat mir damals Farid schon immer gesagt. Farid war schon lange früher vor mir bekannt. Der meinte, Bruder, irgendwann, wenn du bekannt bist, werden so viele Neider kommen und dann hast du es aber eigentlich geschafft. Warum bist du neidisch auf jemanden? Verstehst du? Weil du gerne so sein willst wie er. Ja. Und Du bist ja nicht neidisch auf jemanden, der nicht Genau. erfolgreich ist. Du bist ja nicht auf den Penner neidisch. Ja. Sagst du, warum Ja. liegt der jetzt auf der Straße? Ich bin neidisch. Weißt du? Deswegen, du willst auch dahin, wo die Jungs sind, aber ist wir haben aber das hart richtig. gearbeitet. Und irgendwann habe ich, Bruder, der ist scheiß auf diese Kommentare. Der ist so kleine Pisser. Ich weiß doch heutzutage, wenn die mich auf der Straße sehen, die fragen mich nach Bilder. Ist mir auch schon vorgefallen. Weißt du, was ich meine? Einmal war sogar ein Vorfall, meinte Islam sogar, ey, der hat gegen uns, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hat gegen uns beide öffentlich geschossen, richtig so, ich habe das gar nicht mitbekommen. Am Ende schreibt er mir, Bruder, dies, das und macht Fotos, lädt Bilder auf. Meint, ey, der kleine Haarsohn hat gerade. Aber das gehört dazu, das gehört zum Business dazu, da musst du leben.
Darfst du gar Aber nicht keine an dich Sorge, ran. ich habe die dafür alle bestraft. Aber wenn ich jetzt sehe, ne, guck mal, das war wiederum was anderes, wenn ich so kleine Kinder, Jugendliche, aber wenn ich sehe, einer von unserem Kreisen, Ja. oder dann gibt es auf jeden Ja. Fall. Wenn ich sehe, einer ist in meinem So Alter. link, weißt du, link. dreckig so. Nee, auch wenn die was, kannst du keinen kleinen Jungen jetzt packen, weißt du, was ich meine? Aber einer, so unser Alter ist, mein Alter ist, und der öffentlich gegen mich was schreibt und der hier aus der Umgebung ist, wenn ich den immer sehen sollte, dann kriegt der schon seine Ansage auf jeden Fall. Bis heute noch, Ja, ne? klar. Weil du bist ja ein erwachsener Mann. Ja. Dann ist das was wirklich Persönliches. Mhm. Ja, wie du vorher auch schon Was gibt gesagt es für einen hast. Grund, dass ein 30-jähriger Mann sich im Internet setzt und Kommentare schreibt? Genau. Ja, aber dann musst du ja auch echt arm sein, wenn du sowas machst. Verstehst du, was ich Also meine? wirklich ein armes Würstchen. Das vergessen die meisten Leute, die denken, ey, die Jungs sind Sportler, die machen Und nichts. reden. Nein, du. Wir könnten niemals so reden, wenn es nicht so wäre, was wir sagen. Verstehst du? Mhm. Ich könnte niemals hier sitzen und so reden, dass ich Leute kaputt gemacht habe, dass ich das gemacht habe, dies gemacht habe, hier in Düsseldorf alles auseinandergenommen habe, wenn das nicht so gewesen wäre. Weil dann würde einer kommen und würde sagen, Digga, was laberst du da? Wann hast du was gemacht so? Weißt du, aber kann ja keiner machen, weil das ja die Wahrheit ist. Verstehst du, was ich meine? So, im Gegensatz aber gibt es andere Leute, die sitzen und reden, ich habe das und dies und jenes gemacht, wo ich mir denke, Bruder, was laberst du da? Weil du hast gar nichts gemacht. Der Heuchler, ja. Weißt du, Nie ich was meine, von dem gehört. und von sowas sagen- hörst du, wenn du von hier kommst. Ja, klar, Mann. Weißt du, sowas hörst du auf jeden Fall. Das hörst du sogar, wenn jetzt einer in Bochum einen verprügelt, dann hörst du das hier in Düsseldorf. So, weißt du? Wenn einer in Köln was macht, das hörst du hier in Düsseldorf. Weißt du? Und so ist das. Das weiß man, wenn einer was gerissen hat irgendwo. Das ist wie Egal, so wo ein es kleines jetzt war. Dorf, ne? Ja, Nein, spricht aber sich weißt schnell du, rum. spricht sich auf jeden Fall rum, so. Spricht sich Zumindest in Nordrhein-Westfalen spricht sich das Klar, rum, weißt du? direkt, Mann, wie ein Lauffeuer. So, und ja, deswegen, wie gesagt, Okay, ja, also. muss jeder wissen, wie weit er selber gehen kann. Ja, klar. Wie ist für dich, Kerem? Wer ist deine größte Inspiration? Auch Ali? Ja, sowieso immer schon. Aber erstmal war das Mike Tyson. Weil der hat so eine Geschichte, die uns so, was heißt so ähnliche Geschichte. Aber ich habe mich so in ihm gesehen, ne? Der ist alleine und dann auch im Heim und ohne Eltern. Und dann wollte der raus aus diesem Loch und so. Und der hat mich auf jeden Fall richtig inspiriert von seiner Art und Weise. Der war ein richtiger Motherfucker schon. Der hat mir wie der sich angezogen hat, wie der sich benommen hat. Der hat auf jeden geschissen, der hat gemacht, was der wollte und das habe ich so richtig gefeiert. Ich habe mir auch von niemandem was sagen lassen. Ich hatte genau dieselbe Mindset wie er. Und der war ein richtiges Biest draußen auf der Straße. Er war gefürchtet und ich wollte das auch. Weil ich wollte, dass die Leute mich fürchten. Weil ich war wirklich früher so richtig klein und zierlich und dünn und so, weißt du? Ich habe mir vieles von denen abgeguckt. Und dann kam irgendwann, das allererste Buch, was ich gelesen habe, war von Muhammad Ali, die Biografie. Ich wusste immer, er ist ein guter Kämpfer, aber ich hatte nie so eine Bindung zu ihm. Dann habe ich das Buch von ihm gelesen und habe ich mir, boah, was für ein krasser Mensch. So damalige Zeit war ja extrem so Rassentrennung und dass er so die Eier hatte, so laut zu reden, weil die könnten ihn wirklich einfach einbuchten, einfach 20 Jahre für irgendwas geben, was er nicht getan hat. Der hat wirklich seine Karriere für seine Religion geopfert. Der hat Sachen gesagt, die sich heutzutage Leute nicht trauen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und der hat nicht nur vom Sportlichen, vom Menschlichen her, was der bis heute noch bewegt hat, das läuft ja immer noch über Muhammad Ali. Und damals ging es um Leben und Tod, wo er das ausgesprochen Ja, hat. Heute geht es darum, dass du vielleicht keine Werbedeals mehr bekommst. Erstmal das, Bruder, überleg mal, wir reden noch von Rassentrennung, Bruder, wo Farbige nicht mal auf der Bank sitzen durften. Nicht mal Und im wir selben reden- Bus, nicht mal Restaurant, da stand, weißt du, was ich meine? Und er hatte so diese Eier, diesen Mut zu sagen, nein, meine Religion steht über alles, ist mir scheißegal, was ihr mit mir macht, das ist euer Krieg, nicht mein Krieg, buchtet mich ein, macht mit mir, was ihr wollt, ich scheiße auf die, er hat ja auch die Olympia-Goldmedaille, hat er dann weggeworfen, meinte, ich scheiß darauf, meinte der so, ich verkaufe mich nicht, mein, und das war auch so in mein Gedanke. Das hat mich auch extrem eine Sache noch. inspiriert. Und wir reden wirklich von der Zeit noch, wo die wirklich, wie in diesen ganzen Filmen, die man kennt, so die halten einen fest, weil er schwarz ist, Ja. auf einmal tun die ein Päckchen auf den Boden und sagen, was war das Er jetzt? war einfach Kokain sein. Von Unterschied- dieser Zeit Unterschied- quasi reden wir noch, ne? Da war doch, genau dieser Film war noch in Amerika so richtig gang und gäbe noch. Das kommt ja nicht einfach so, das hat sich ja keiner ausgedacht, das ist halt die Wahrheit so. Ja, klar. Und deswegen, ne, also dass dieser Mann so viel sich getraut hat auszusprechen, genau in dieser Position, wo er noch war, oder Und er hat viele Respekt. Menschen bis heutzutage noch inspiriert für das Gute. Was Safe. meinst du, wie viele, 100%. oder was meinst du, wir haben einen Fass für MMA, was meinst du, was der auf der Welt bewirkt hat? Für Sportler, für jeden. So, irgendwo im tiefsten Dschungel kennt man den. Mhm. Weißt du, weil der so einen Ja, krassen stimmt. Namen hat. Und seine Art und Weise, ich kenne jemanden, der, so ein älterer Mann schon, der hat mit ihm Sparring gemacht. Er meinte unglaublich, wenn Muhammad Ali, der war schon, wie groß, 1,495 so? nee, so glaube ich, ja. Der kommt in den Raum, der hatte eine Aura, wie 3 Meter groß. Wenn der Mann den Raum betreten hat, so. Und dann wieder der hat ja auch mit jedem auf Augenhöhe geredet. Das war kein dummer Mann, der hatte was ganz Besonderes noch an sich. Manche haben einfach von Gott eine Gabe bekommen und ich denke, er hat das
So, Der ist auch wirklich für den Sport gestorben. Ja, Es gibt so ein Video, wo Mike Tyson weint und wo der so darüber redet, so der sagt, Mike Tyson, und, guck mal, du musst dir vorstellen, das feiere ich an Mike Tyson zum Beispiel übertrieben. Bis heute hat er seinen Respekt gegenüber Muhammad Ali nie verloren. Also egal wann du ihn gefragt hast, ob er, als er 18 war Genau. und als er 58 jetzt ist, wenn er redet immer noch gleich über ihn. Warum? Weil er hat diesen Mann kennengelernt. Also er weiß, was dieser Mann, weißt du, was für ein Mensch das war. Und deswegen hat er niemals seinen Respekt vor ihm verloren. Niemals. Irgendwann wird einer arrogant werden und wird sagen so, ja komm, ich war doch besser vielleicht. So, Weil da war immer die Frage, wer ist besser, Mike Tyson in seiner Prime, Muhammad Ali. Ja. Er hat immer Genau. gesagt, Muhammad Ali. Und in dem Video hat er geweint. Dann weint er, sagt so, he died for this shit, I'm not gonna die for this shit, weißt du, so. Der meinte, der ist wirklich dafür gestorben, so mäßig, weißt du, der war wirklich einer, und da fragen die ihn so, der meinte, Ali is a giant, weil der meinte, there's nobody who can commit with him, also der meinte, es gibt niemanden, der mit ihm überhaupt so, weißt du, sich mit ihm vergleichen kann, so. Der meinte, das war ein Riese, der hat sich bewegt, das war nicht normal und so, weißt du, der hat so über den geredet und das ist so krass so. Also das ist schon eine krasse Inspiration. Du siehst sogar einer wie Mike Tyson, der weint einfach, weil man über den fragt, weißt du. Und es gibt auch noch ein Video, wo Will Smith zum Beispiel im Fernsehen ist. Da kommt der Muhammad Ali auch so ins Fernsehen. Nach diesem Anschlag war das, glaube ich, in Amerika. Ja, okay. Da waren so Muslime voll ins Fadenkreuz geraten. So, und dann steht er so in diesem Video und erzählt dann so, der sagt so, ja, ich bin Muhammad Ali, man kennt mich als the people know me as a man of truth, sagt er so, weißt du, also als jemand, der die Wahrheit spricht, so. Der Islam ist was Gutes und so, hin und her. Und ich würde euch das nicht sagen, wenn das nicht so wäre und so, hin und her, so auf den. Oder auch War damals richtig mit seinem stabil. Namen. Die haben ihn ja Cassius Clay genannt. Er meinte, nein, das ist mein Sklavenname. So heiße ich nicht. Ich heiße Muhammad Ali. Oder das ist unglaublich. Zu der damaligen Zeit reden wir hier. Wo die einen wirklich von heute davon, wie er sagt, die können dich wegpacken, die können dich umbringen lassen, die können alles mit dir machen. Da siehst du, was für ein Glauben der hatte. Ja, also auch sehr stark, ne? Unglaublich. Meint ihr, genau dieses Menschliche konnte in den Ring übertragen und deswegen war er einfach, wer er war? Ja, der hatte, wie gesagt, jeder sagt, der hatte eine Aura. Aber wenn man den allein seinen Boxstil, sowas gab es ja auch noch nicht. Der hat einen neuen Boxstil erfunden. Beinarbeit. Das sah gut aus, wie schön der sauber geboxt hat und seine Reflexe. Dann auch seine Art und Weise, wie der geredet hat. Ja. Weißt du? Ja, wie er getanzt hat, in die Ecke, Hände Alles. runter und Auch während getanzt des und- Kampfes Ja, so. schön. Auch er Genau. war voll begabt, was seine Sprachkunst so angeht. Ja. Er hat so zum Beispiel voll die wie sagt man hier, poetischen Sachen so gesagt, Ja. weißt du, also voll die, hier sag mal schnell, wie nennt man das? Gedichte und so aufgesagt und philosophische so, Sachen. philosophische, nein, so gedichtemäßig, also Gedichte über seine Gegner gemacht, so. Mhm. Weißt Ja, du, voll stimmt. Die, voll die Ah, kranken ja, Sachen ja. so gemacht, so, weißt du. Ja. Das war schon heftig. Du hast ja in einer Folge gesagt, dass er da stand und die Leute hinter ihm waren alle so ein bisschen Genau, ja. mad und er hat gesagt, was ist los mit euch? Ne? Nicht so mad, die waren so ein bisschen diese Bedrückte so. das Bedrückt, war vor dem genau. Kampf mit Joe Mhm. Frazier. Ja. Oder war das Joe Frazier? Ich weiß. George Foreman, einer von den beiden, ja. so, auf jeden Fall. Das war dieses Rumble in the Jungle, weißt du noch? Mhm. Ich glaube, gegen George Foreman, ne? Ja, Zu den dann standen die so alle hinter dem, so, waren so nervös, so voll ruhig, dann hat er sich auch mit, was ist mit euch? Was guckt ihr mich so an, als ob einer kurz vorm Tod ist und Ja, so, ja. meint er, müsst ihr kämpfen oder muss ich kämpfen? Dann schlagt euch mal diese Fresse aus dem Gesicht zu mir. Weißt du, was ich meine? Ist so, ey. Genau. Und Und der er kommt mal muss klar und kämpfen, so, meinte, das ich ist muss ja gleich klar. kämpfen und so. Ja. Das gibt nichts Demotivierendes. Demotivierenderes, ja, hast recht. Als das, wenn einer eine Fresse zieht, als ob du schon verloren hast. Ja. Ich schwör's dir. Packt mich das Raus, sofort raus aus der Kabine, verpiss dich, Alter. Ich brauche Jungs, die Ja. mich pushen, Mann. Geh raus, nicht so gucken, als ob du gleich stirbst, Beerdigung Ja. gehst. Ja, das war ja auch unser Gespräch, wie wichtig Mindset und diese Stärke vor dem Kampf, weil der eigentliche Kampf geht ja teilweise vor dem Kampf schon los. Das ne? überträgt sich ja auf dich jetzt. Genau. Wenn ich die ganze Zeit so depressiv und schlecht So gelaunt ängstlich. bin, ängstlich, Alter, irgendwann überträgt das sich auf dich. Weißt du, wenn du gut gelaunt bist, positiv sagst, ey, wir packen das. Zum Beispiel, wir sagen jetzt, das wird der erfolgreichste Podcast 2025, jetzt mit Ansage. Wird der. Inshallah. Und nicht so sagen, nee, wir können das noch, wird. Und das überträgt sich auch auf Richtig. Ja, 100%. ihn. Ja. Das ist gar keine Frage, ob's, sondern es wird. Ja, es wird. Nicht, Schade. es ist nur die Frage, wann, nicht ob. 2,25. Ja. Ja, stark. Ja, Ali, Tyson, also wirklich sehr, 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 sehr große Männer auf jeden Fall. Und das ist ja, wie ihr gesagt habt, so diese Aura, die er dann hat, so das zeigt ja, wie er vor dem Kampf da stand und zu den Leuten gesagt hat, ey, was ist los? Ne? Mhm. So diese Größe, ich glaube, das überträgt sich dann auch auf den Alltag. Und dann vor allem noch in den Ring. Ja, Mann. Was würdet ihr sagen, was macht ein Kämpfer für euch wirklich besonders? Jetzt unabhängig von Ali, Tyson. Was macht ein Kämpfer wirklich besonders? Das Komplettpaket, wie er auch menschlich ist. Rein kämpferisch reicht alleine nicht. Zum Beispiel Khabib wirklich, ich war nie so richtiger Fan von ihm, weil sein Kampfstil hat mir nie so gefallen. Aber irgendwann hast du dich mit ihm befasst, wie er rein menschlich ist, was er den Menschen auch mitgibt,
sportlich gesehen hat er alles abgerissen. Jetzt menschlich ist der top, der Typ. Das auf jeden Fall. Er ist so ein Vorbild, finde ich, für jeden Sportler. Wie jeder sein sollte eigentlich auch. Auf jeden Fall. Der Typ ist null abgehoben. Viele Leute unterschätzen das auch. Also die Leute, die uns privat gar nicht kennen, die wissen ja gar nicht, wie sehr man sich mit so Dingen befasst, so. Wie wir das auch wirklich machen. Ich finde das wirklich krass so. Wie dieser Mann so lebt, weißt du, dass er das so alles. Ne, klar, der hat auch schon seine wilden Zeiten so gehabt, wahrscheinlich, weil er jünger war, aber du siehst halt in dem Alter, wie er gereift ist. Die Art und Weise, wie sein Mindset sich entwickelt hat, so. Er ist viel ruhiger geworden. Sein erster UFC-Kampf noch, da ist er so Kopf an Kopf und schubst so seinen Gegner und so noch, so ist noch richtig so wild noch, weißt du, da war der noch 23, da war der noch richtig so, weißt du, wollte schon fast boxen auf der Waage schon, weißt du, so. Und mit der Zeit, du hast gelernt, so wie ruhiger, und du hast gemerkt, wie ruhig und ruhiger er wurde mit der Zeit, so, weißt du. Wenn Das ist einer schon krass. fliegen könnte, wäre er das. Weißt du, was ich meine? Wenn einer so wirklich fliegen dürfte, er dürfte das sogar. Er darf sagen, ich bin der Beste aller Zeiten hier in dem Sport. Dürfte er sagen. Ja, aber es ist immer Aber er sagt, ich hatte meine Zeit. Und das ist auch wichtig so. Guck mal, deswegen nehme ich mir auch viele Sachen von ihm an. Weißt du, weil ich sehe zum Beispiel andere Leute, die nicht so sind, die dann sitzen mit 40 und dann über jemanden reden so, dann denke ich mir so, Bruder, wie arm. Da gibt es einen Habib, weißt du, deswegen sage ich, Bruder, es wird auch inshallah so werden wie er. Ich will so, weißt du, wenn ich meine Zeit habe, dass ich sage, okay, jetzt ist reicht. Weißt du, meine Zeit ist gekommen, so, ich setze mich zur Ruhe. Genau. Und das sind so Sachen, weißt du, die kriegst du auch, weißt du, du brauchst ein gewisses Mindset von vornherein schon. Und dann, wenn du noch jemanden hast, der das auch gut vorlebt, dann siehst du auch, okay, also ist meine Denkweise doch nicht falsch. Da ist ja einer, der es vorgelebt. So, weißt du, und dann weißt du, okay, das ist schon, weißt du, eine vernünftige Sache, so sein Ende zu finden quasi. In diesem Sport zumindest. Weißt du, dass du sagst, okay, ich lehne mich zurück, ich habe jetzt genug gemacht. Also sagt ihr würdet eher so in Khabib-Richtung gehen, wenn ihr sagen würdet, so aktuell, wie ich schon von gefragt habe, Von der Show her, wenn du jetzt auf das ganze Gesamtpaket guckst, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bin noch nicht so alt oder noch nicht so reif, dass wenn einer mich bei der Pressekonferenz beleidigen würde, dass ich ihn nicht zurückbeleidigen würde. Weißt du? So, ich bin noch nicht so reif, würde ich sagen, dass ich ihn nicht in dem Moment so zurückbeleidigen oder aufstehen würde und mich mit dem boxen würde. Ich würde das immer noch heute noch machen, sage ich dir ehrlich, wie das ist. Ich glaube, das wird sich niemals ändern. Und der zum Beispiel ist halt so, der ist entspannter, lässiger, was das angeht, weißt du. Und der ist ja auch nicht so einer, der hat sich auch ein Leben lang auf der Straße geboxt. Ja. Weißt du, der ist jetzt nicht so ruhig, wie die Leute denken. Er hat ständig geprügelt, ständig, weißt du, was ich meine. Einmal, wo der Tony Ferguson zu dem sagt, so, Streetfight, irgendwas, hat er das falsch verstanden sogar. Da meinte der, was? Straßenkampf? Meinte ich esse dich auf der Straße. Ja, hab ich mitbekommen. Wann hast du jemals auf der Straße gekämpft, sagt er so, weißt du, was ich meine? So, du bist Amerikaner, du kannst schon in Amerika auf der Straße kämpfen. So meinte er dann, weißt du, wir sind damit aufgewachsen. Ich habe mich jeden Tag so mäßig, da hat er auch recht. Das ist wie in Tschetschenien, das weiß ich auch. Du gehst raus, jeden Tag prügelst du dich. Jeden Tag, das ist gang und gäbe, das ist doch gar nichts mehr, was man das erwähnt, so. Das ist ganz normales Ding, ganz normal rausgehen, prügeln, so. Und er ist halt so, ne, er hat diese Reife so im Sport gehabt. So, ich denke, bei seinem zweiten UFC-Kampf hätte er das auch nicht so gehabt noch. Ich denke, da wäre er auch noch aufgestanden, hätte vielleicht noch geboxt, aber keine Ahnung, Allahu Alam. Am Ende des Tages weiß es nur er. Aber ja, diese Reife habe ich dann noch jedenfalls nicht so. Er ist halt, ne, dieses noch ruhiger. Aber wie gesagt, ich bin halt hitzköpfig so. Und was so Trash-Talk angeht, so, er hat halt seine eigene Art und Weise, wie er Trash-Talk gemacht hat. Er hat schon auch Trash-Talk gemacht, aber halt, ne, auf seine Art und Weise. Bisschen ruhiger auch, ne? Ja, so auf dieses, so, er so ein paar Sätze gesagt, die so witzig waren und so. Und ja, ich würde das auf meine Art und Weise machen. Deswegen, also von dem Charakter her, von der religiösen Absicht, von dem Charakter her, wie man privat sein sollte, wie ich privat auch bin. So, jeder, der mich kennt, weiß das so. Ich bin kein 0% abgehoben, ich bin 0%, weißt du, so jeder, der mich privat kennt, weiß, was für ein Mensch ich bin. So, natürlich Leute, die mich nicht kennen, die werden sagen, ey, der ist voll arrogant eingebildet, aber gut. Aber sehr die dich nicht kennen. Haben wir ja schon drüber geredet, 1000-mal, so, weißt du, dass deren Meinung uninteressant ist. Und deswegen, so wie ich privat mich gebe, so wie ich privat bin, sehe ich ihn auf jeden Fall als einen sehr, sehr guten Mann. Aber so, ich sag mal, auf kämpferischen Showaspekt gesehen, würde ich sagen, auf jeden Fall sollte man eine gewisse, ich sag mal, selbst nicht entschlossen, weil entschlossen war er auch, aber man muss schon ein bisschen, weißt du, man muss ein bisschen lauter sein. Ja, ein bisschen schon. Damit ich meine, er ist ja damit nur durchgekommen mit diesem Leise und so, weil er halt von Gott gesegnet wurde, auch wirklich. Dieses Talent. Er hat 29-0 umgeschlagen, weißt du, da führt irgendwann nichts mehr vorbei. Ja. Er hat halt Conor dann, da ist dieser Kampf mit Conor, hat ihn halt durch die Decke geschossen, danach kannte ihn halt jeder. Aber du siehst halt, es gibt auf dieser Welt immer noch Leute, die ihn nicht kennen, aber Conor McGregor kennen. Das liegt halt auch daran, ne, dass er halt nicht so war wie ein Conor zum Beispiel. Im Sinne von laut sein und so, weißt du. Deswegen in dieser Hinsicht würde ich auf jeden Fall noch lauter sein, so mehr Welle machen, aber dennoch privat sehr bescheiden sein und humble. Und würdest du mitgehen oder gibt es da noch einen anderen Kämpfer, den du da mitnehmen würdest? Nee, also Khabib ist für mich so, der ist so, ja,
Nicht jetzt vom Sportlichen, aber so vom rein Charakterlichen, vom Menschlichen her, ist er so, finde ich, die Eins im Sport. Wie man so sein sollte. Weil was denkst du, wer du bist, Mann? Weißt du, morgen ist alles vergänglich. Morgen bist du wieder, ist vorbei die Karriere und dann warst du all die Jahre überheblich, arrogant, warst schlecht zu Menschen und die Taten kriegst du irgendwann zurück. Weil ich sage immer, ich will einen Guten in Erinnerung gehen. Und Khabib hast man noch nur. Was willst du gegen den Guck mal, zum Beispiel Conor hat, finde ich, viel besser gekämpft in seiner Karriere als Khabib. Aber du vergisst das alle nur durch deine schlechten Taten jetzt. Guck mal jetzt, was ist das? Seine ganze Legacy kaputt. Auch ein Floyd Mayweather, das finde ich der allerbeste Boxer aller Zeiten, Floyd Mayweather. Aber guck mal, was der durch seine Taten gemacht hat. Der hat sich seine ganze Legacy damit so. Und das will ich nicht. Und deswegen schaue ich mir das an. Ich war ja auch früher jung und hitzköpfig. Aber jetzt, ich würde mich immer noch, wenn mich einer auf der Waage irgendwie beleidigen würde oder schubsen würde, ich den wegklatschen. Sofort. Gibt's nicht, der ist jetzt gereift und so. Das geht niemals aus mir raus. Aber ich habe einen gewissen Anstand, ich habe einen gewissen Respekt. Und den führe ich weiter durch. So persönlich, wie letztes Mal auf der Presse auch gegen Kinzel, ich meine das sogar ernst. Ich meine, wir können jetzt kämpfen. Der hat irgendwas gelabert, dass ich Angst vor ihm hätte. Ich habe das persönlich genommen. Der hat Angst, der läuft mit 5, 6 Personen. Das ist mein Freund, Trainer, das sind meine Jungs gewesen. Der hat Angst vor mir. Ich komm, wir können jetzt kämpfen, du kannst mich aufwecken nachts, ich kämpfe nachts gegen dich. Keiner hat Angst vor dir. Habe ich auch persönlich genommen. Hätte der gesagt, ja, jetzt wäre ich sofort aufgestanden, wäre ich auf den losgegangen. Ich schwöre, sofort. Auch da wieder so ein bisschen hitzköpfiger. Das ist einfach unser Temperament auch. Das wird auch mit 60 nicht sich ändern. Opa mit Krückstock werde ich mich noch prügeln. Der hat was gesagt, ich kann nicht mehr laufen, ich würde den mit Krückstock kaputt haben. Das ist so. Ja, das ist dieses, ich glaube, das ist, ja, wie du schon sagst, guck mal, ist auch Respektsache. Das ist auch Respektsache, ja. Aber zum Beispiel Khabib ist so einer, Islam Makhachev, einer seiner engsten Freunde, Bruder, er pusht den, wo er nur kann. Er redet nur über sein Umfeld gut. Und das mache ich ja genauso. Genau auf der Presse, Bruder, ich kämpfe jetzt, der Islam hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hatte sein Debüt gehabt, Bruder, da sind 1000 Menschen bei der Presse, das ist unnormal schon viel. Nur bei der Presse kommen. Und es geht die ganze Zeit nur um mich. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, mein Bruder Islam hat gekämpft, ich bin richtig stolz auf ihn. Leute, macht mal ein bisschen Lärm für Islam. Ich hab einfach ihn gepusht, obwohl ich jetzt morgen den größten Kampf meiner Karriere habe. Weil daran, weißt du, was ich meine? Jeder denkt nur an seinen eigenen Arsch. Ja. Und weißt du, ich habe einfach, ey, macht mal jetzt Lärm für meinen Bruder Islam, der hat sein Debüt und hab den richtig gepusht auf der Pressekonferenz. Ja, aber das zeigt Stärke auch. Ja, das zeigt Stärke und das zeigt, dass ich ihm das gönne. Ja, voll. Verstehst du? Weil was habe ich, weil so ekelhaft, boah, der hat Erfolg. Nein, ich gönne ihm das doch. Wenn ich doch ein Bruder bin, mit dem jeden Tag rumhänge. Und das haben die wenigsten. Ja. Die lachen dich an, die freuen sich nicht. Ich weiß es ja. Denkst du, wie viele gekotzt haben nach dem Titel? Wie viele haben die gekotzt? Ich will gar nicht wissen, Alter. Die Hälfte ist bestimmt gekommen, mich verlieren zu sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist leider so. Das ist, und so ein Khabib ist genau das beste Beispiel, worauf ich hinaus will. Dass er jedem seiner Freunde was gönnt. Dass er kein neidischer Mensch ist. Dass er zufrieden ist, was der hat. Der sagt zu allem Alhamdulillah. Und so ist das. Ja, ich finde, also ich sehe auch nie einen Grund, irgendwie den Leuten das nicht zu gönnen. Vor allem, wenn es so Freunde von dir auch sind. Ja, aber so ist das leider meistens bei den Freunden. Am Ende, desto höher der Erfolg, desto kleiner wird dein Kreis. Und das ist, ist nicht nur eine Redensart, das ist auch leider bei mir so. Ich glaube, bei ihm ist das genauso. Doch, bei ihm ist das auf jeden Fall so. Der war früher mit 20 Leuten, jetzt ist mit 2, 3 nur noch unterwegs. Und das gehört aber zum Game dazu. Und das ist auch gut so. Ist gut sogar. Aber das ist doch 2 Fliegen mit einer Klatsche. Du bist erfolgreich und hast sogar noch Freunde, von denen du merkst, das sind die richtigen. Guck mal. Weil, wenn die alle weggehen, du filterst ja am Ende. Guck mal, wir hatten eine richtig starke Truppe. Hat dich einer gezwungen, jede Woche dich tot zu saufen, jede Woche dich mit irgendwelchen Leuten zu treffen? Nein, hat dich keiner gezwungen. Da hast du auch deinen Spaß gehabt. Ich habe mich für den anderen Weg entschieden. Er auch. Und jetzt tragen wir die Früchte. Und jetzt sind die verbittert, weil die es nicht geschafft haben. Aber was können wir für euer Misserfolg? Aber ja, gar nichts eigentlich, ne? Ja, nichts. Wir können natürlich nichts. Bruder, guck mal, ich erkläre dir eine Sache. Das ist so, als ob ich jetzt, ich bin jetzt gerade erfolgreich, ja? Jetzt stell dir vor, ich werde jetzt faul. Okay, ich habe jetzt gerade geschafft, ich bin jetzt in der UFC. Jetzt stell dir vor, ich werde faul und fange nächste Woche an. Geh feiern, fang an zu saufen, was auch immer. Geh hier, da Club rein, da Club raus, okay? Und dann verliere ich. Verliere ich einmal, verliere ich 3-mal. Und dann sage ich dir, ja, die sind schuld. Nein, ich bin schuld. Ja. Ich bin schuld. Keiner kann dich zwingen, irgendwas zu machen. Verstehst du? Du bist ein erwachsener Mann.
So Dich kann keiner zwingen, rauszugehen und saufen zu gehen. Dich kann keiner rausgehen, saufen, hier, Clubs, dich zieht da keiner rein. Ja, Mann. Du bist ein eigener Mann, du entscheidest dich selber, da reinzugehen. Du bist verantwortlich für deine Verstehst du? eigenen Taten. So, und deswegen Immer. sage ich, du musst dich für deine Taten selber zur Rechenschaft ziehen. Verstehst du? Du 100%. musst, genauso wie du Menschen, die für die Taten, die sie getan haben, quasi zur Rechenschaft ziehen willst, in dem Punkt, wo du zum Beispiel sagst, ey, guck mal, das und das hast du gemacht, okay, jetzt musst du dich dafür gerade machen, musst du dich selber vor dir selbst auch gerade machen. Ja. Das heißt, du suchst den Fehler bei dir No, nicht und nicht bei anderen Leuten. Ja. Immer. Weißt du, für deinen Misserfolg musst du den Fehler erstmal bei dir suchen. Du scheiterst, okay, du überlegst so, okay, ich habe den Kampf verloren, was habe ich gemacht? Wo war der Fehler? Okay, ich habe da und da habe ich ein bisschen verpennt. Da bei den Trainingseinheiten war ich nicht da. Okay, da und da war ich nicht da. Scheiße. Okay, eigene Schuld. Ich gehe nicht gucken und sage, ey, da hat mein Kollege mir gesagt, komm hier hin. Ja, Bruder, der hat gesagt, komm hier hin. Du hättest auch sagen können, nein, ich komme nicht. Ich habe eine Vorbereitung. Und auf viele Hinsichten ist es auch bezogen im Leben. Weißt du? Aber genau so entsteht ja auch Neid, wenn die anderen sagen, ja, er hat, warum habe ich nicht? Ja, Ja. weil du selber so irgendwo ist. dafür Und verantwortlich bist. Alhamdulillah, weißt du, warum wir haben? Weil ich nie auf anderen Leuten ihre Teller geguckt habe, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, was andere Leute hatten. Mich hat das nie, guck mal, ich bin 26 heute, ja. Wo ich 20 war, kamen Leute zu mir. Mit Ferrari, mit Lambo, hin und her. Denkst du, ich habe einmal in meinem Leben gedacht, so, ey, warum hat der einen, ich nicht? Das waren auch Jungs in meinem Alter. Weißt du, ich meine, denkst du, ich habe einmal, Bruder, was juckt mich das? Ich habe gesagt, alles zu seiner Zeit, ich kann auch. Weißt du, und Mach dein eigenes Ding, guck auf deine da werde eigene ich auch Hände. einholen. Weißt du, aber deswegen denke ich jetzt nicht so, ey, warum hat der? Weißt du, ich meine, du sagst Allahumma barik, sei dir gegönnt. Weißt du, ich meine, inshallah kriegst du noch mehr. So. Das Und ist genau das, ja. so. Deswegen- Oder du sagst gar deswegen nichts. kriegen wir. Weißt du, ich meine, oder du sagst gar nichts. Aber das Problem ist, Bruder, ich hatte das nie im Herzen gehabt. Ich war nie ein Mensch, der neidisch sein konnte auf ihn. Ich weiß genau, dass es bei anderen Menschen nicht so ist. Weißt du, bei vielen Menschen ist es nicht so, die um uns herum sind so. Ich merke das ja. Aber ich bin ein Mensch, ich bin schlecht daran, auf jemanden neidisch zu sein. Weißt du? So, ich bin sehr schlecht daran, irgendwie auf jemanden seinen Erfolg zu gucken und zu sagen, so, ey, das ist so, ich bin ehrlich. Wenn ich jemanden nicht mag, zum Beispiel, sage ich dieser Person auch, ich mag dich nicht. Dann distanziere ich mich auch von dieser Person. Wenn ich etwas feiere, dann feiere ich das, dann sage ich dieser Person auch, ey, ich feiere dich so. Ich habe kein Ego, wenn ich jemanden sehe, den ich kenne, sozusagen, so, ey, ich feiere dich. Selbst wenn es einer ist, keine Ahnung, der 2000 Follower hat und ich feiere das, was er macht, dann sage ich, ey, ich feiere das, was du machst. Und wenn es einer ist, der hat 10 Millionen Follower und ich feiere den Typ nicht, dann scheiße ich auf den. Das Ganz stimmt, einfach ja. so. Ich persönlich, ich mag es richtig gern zu gönnen. Wenn jemand erfolgreich ist, sagen, Bro, Bruder, geil, das schön, ist das schön, Schlimmste. schön, dass du es geschafft hast. Ich wünsche dir sogar noch mehr, wie du gerade Schlimmste. gesagt hast. Ja. Wenn du jemanden mit wünsche dir noch 3 andere. So. Ist so, Das ist doch ein die schönes schlimmste Gefühl. Warum? Eigenschaft ist Also, Neid. warum? Ja, Und das genau. Lustige ist, zerfressen. was Das hast zerfressen. du, Bruder, das Ding ist, du musst dich eine Sache fragen, ja. Was passiert denn dir Negatives, wenn ich erfolgreich bin? Ja. Was stimmt denn in deinem Leben nicht? Verlässt dich deine Freundin, weil ich erfolgreich bin? Nein. Verlässt dich deine Familie, weil ich erfolgreich bin? Nein. Geht dein Geld weniger, weil ich mehr Geld habe? Nein. Also Bruder, ich verstehe nicht, was willst du von mir? Weißt du, ich meine, was willst du? Ich nehme dir doch nichts weg. So, weißt du, was ich meine? 100%. Mach doch dein Ding. Mach doch dein Ding, ich mach mein Ding. So. Ich sag so, Liebe ist etwas, was du gibst und nicht weniger wird. Deswegen einfach immer auch an euch da draußen, Ja, Mann. gibt Liebe. Weil Safe. davon das wird nicht weniger für Ich euch. hoffe wirklich nur, dass die Leute sich diesen Podcast hier anschauen, wenigstens so ein paar Sachen mitnehmen, weil wenn ihr euch ein paar Sachen mitnehmt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall eine Sache mitnehmen. Ihr werdet niemals in eurem Leben erfolgreich sein, wenn ihr ständig auf den Erfolg anderer Menschen guckt. Genau, Wenn ihr euch ständig mit anderen Leuten vergleicht, ihr werdet niemals erfolgreich werden. genau. Hört auf, euch mit Leuten zu vergleichen. Beschäftigt euch nicht Ja. mit anderen Menschen, nur mit, was euch weiterbringt. Richtig. Und Sehr nicht stark. Missgönner. Ist so, wenn du an einem kleben bleibst, dann wirst du selber niemals was erfolgen. Gerade was er sagt mit den Lambos und so, ne? Bei mir war das ja genauso. Ich hatte gar keine Kohle, nix. Ein paar Freunde von mir hatten schon Ferrari, Lambo. Ey, ich schwör's dir, ich habe mich so für die gefreut, Ja. als sie das hatten. Und das Einzige war nur, die meinen, ey, willst du fahren oder willst du in der Woche? Ich habe gesagt, nein, aber nicht, weil ich neidisch war. Ich habe gesagt, guck mal, Bruder, nichts gegen dich. Ich will den erst fahren, wenn ich selber einen besitze. Weil was bringt mir das, Bruder? Ja. Ich fahre den und dann gehe ich wieder wie ein Penner nach Ja. Hause. Verstehst du? Ja. Ich habe gesagt, 100%. ich sei dir gegönnt, aber nein, danke. Weißt du, was ich nicht verstehen werde immer? Was jetzt auch nicht schlimm ist, guck mal, zum Beispiel mein bester Freund, ja. Mein bester Freund ist zum Beispiel, er hat mein Auto schon, keine Ahnung, wie viele zigtausende Male gefahren. Ja, es ist wie sein Auto. Mein Auto ist genau wie sein Auto, weil ich zähle ihn auch so als meinen weiteren Bruder in meiner Familie. Wir sind ja 7 Brüder, ich zähle ihn so als meinen 8. Bruder. So eng bin ich mit ihm wirklich auch, man muss sich vorstellen. Und er fährt dieses Auto jeden Tag, er kann es auch fahren, wie er will, er kann es auch schrotten, wie er will, mir ist das scheißegal. So. Aber er hat das noch nie in seinem Leben gepostet. Er hat noch nie in seinem Leben dieses Auto gepostet. Damit du verstehst, warum ich das sage. Mein Bruder Jibril zum Beispiel, ja, wir sind damals wir reden von damals 2017, 18, 19, noch diese Zeit noch, sind wir mit Peugeot 206 durch die Gegend gefahren. Okay, mit einem blauen Peugeot 206, mit 4, 5 Geschwistern, die ganze Zeit, also uns hat es nicht gejuckt.
Weißt du, ich meine? Wir waren damals schon ein bisschen bekannter, so, aber wir hatten das Geld nicht für ein Auto, vernünftiges Auto. So. Deswegen war es auch, mit vernünftiges Auto meine ich jetzt darauf bezogen, so ein klassischeres Auto, was ein bisschen teuer war. Da hat der Kerl schon Porsche gefahren. So, weißt du? Ich hatte zum Beispiel auch so einen Vergleich wie ihn. Denkst du, ich habe mir einmal im Leben gedacht, so, warum fährt der Porsche und ich nicht? Weißt du, ich meine? Denkst du, ich habe einmal daran gedacht, zu sagen, so, warum fährt er? Und das war damals, er hat die fettesten Porsches gefahren. Er habe ich abgeholt zum Beispiel, wir sind essen gegangen, weiß ich noch, er habe ich abgesetzt vor meiner Haustür. Mit ihm, damals, wo das noch so war, wo dieser Unterschied noch so groß war, wo er noch viel mehr Geld hatte. Wir waren im Restaurant essen und da hat er mich nach Hause gefahren, ich war zu Hause und dann war es so, ich bin ausgestiegen aus dem Auto und dann war es so, okay, meine anderen Freunde holen mich ab jetzt mit Peugeot. So, weißt du, ich meine? Aber ich war gerade mit ihm in einem Auto, was 200.000 gekostet hat, so, weißt du, ich meine? Deswegen, der Unterschied war schon so krass. Aber ich habe nie in meinem Leben gedacht, so, ey, fuck man, der ist jetzt mit Porsche. Und ich dachte mir so, nee, das ist einfach Circle of Life. Das auch, mal bist du oben, auch. mal bist du unten. Weißt du, ich will auch. So, du kannst nicht immer durchgehen. Ups So. and Downs, Du musst dir das Ja. erarbeiten, so mäßig. Das war für mich so ein Ding. Du musst dir das erarbeiten, weil er hat es auch erarbeitet. Ja. Ihn hat ja keiner einen Porsche geschenkt. So, weißt du, in dem Sinne. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, gut, ich muss auch fleißig sein, ich muss mehr Gas geben und dann komme ich auf diesen Punkt, dass ich auch einen Porsche fahre. Auch, keine Ahnung, ein Mercedes, was auch immer. Mann, wenn ihr ein Ziel habt, einen BMW 5er zu fahren, dann ist es euer Ziel so, weißt du? Kein Problem. Du kannst auch, wie gesagt, wie ich schon eben erwähnt habe, du kannst auch einen Peugeot fahren. Ist auch kein Stress so. Weißt du, wenn du den Wagen magst, gerne, warum nicht so? Aber wie gesagt, ich war halt schon immer höher ambitioniert. Irgendwas, weißt du, fette Autos und so zu fahren, irgendwie so. Obwohl ich von Autos gar keine Ahnung habe. Ich will jetzt gar nicht auf Experte machen. So. Ich habe null Plan von Autos, so. Ich bin gar kein Mechaniker oder so. Ich kenne mich lediglich jetzt mit Lamborghini aus, so, weil ich selber einen habe, so, aber sonst von Autos kein Plan. Deswegen, ja, wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen. Seid froh mit dem, was ihr habt, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Okay, ja, danke Islam. Wie seid ihr beide generell da so mit materialistischen Dingen? Also ich feiere das. Ich trage gerne teure Uhren, aber nicht um draußen cool zu sein oder mich besonders. Ich feiere einfach Uhren, ich feiere Autos, habe ich immer schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Das hatte nie das, damit ich zeige, ey, ich bin was Besseres oder fühle mich damit besser. Auch wenn ich keine Uhr habe, auch wenn ich einen Pennerwagen fahre, auch wenn ich einen Golf fahre, bin ich ein Mann. So, das ist nicht die Definition von einem Mann. Aber wie gesagt, ich mag es einfach und ich finde das geil. Aber was ich nicht so feiere, ist, das sind so einige, zum Beispiel, das siehst du oft dann bei Instagram leider. Und das sehen sich dann auch die jüngeren Mädels zum Beispiel an. Und das fuckt mich dann unnormal ab. So eine 12-Jährige sieht dann, eine, die ist die ganze Zeit an einem Ferrari, sitzt in einem Bentley, morgen ist die im Privatjet, dann ist die, ich weiß ganz genau, was ein Privatjetflug kostet. Sagen wir, von hier nach Dubai kostet zwischen 30.000 und 60.000 Euro, Minimum. Wer bist du Pennerin, dass du dir das leisten kannst? Jetzt überlegt euch mal, weil so ein 12-jähriges Mädchen sieht das jetzt. Weißt du, was ich meine? Die sagt, ey, ich will auch eine Chanel und Ferrari. Was macht dieses Mädchen wohl? Und dann macht die auf teuer. Und dann postet die jeden Tag nur so Highlife-Sachen. Guck mal, das meine ich mit. Wenn du schon so Dreck machst, dann mach das versteckt, weil jeder weiß, was du machst. Ich will nicht sagen, was du bist, aber du weißt, was du bist. Ne? So, ja. Aber damit animieren die leider, so jüngere Mädels, das meine ich leider nur. Tragt das nicht in die Öffentlichkeit. Ein kleines Mädchen schaut sich das an. Das ist auch doch völliger Quatsch, Mann. Und das sagt auch, ich will auch so wie die, ich will auch so wie, aber dafür verkaufen die wirklich wortwörtlich ihr Körper. Das geht allgemein Weißt du? an Typen und an Frauen. An alle. Typen natürlich jeder auch. Jeder weiß ganz genau, die Sachen gehören euch nicht. Ja, Genau. Ihr könnt jeden Tag ein anderes verschiedenes Auto posten. Jeder weiß, ey, je mehr Autos ihr postet, desto mehr zeigt ihr einfach nur, wie billig ihr Menschen eigentlich seid. Weil Genau. da weiß jeder Mensch, ey, jeden Tag, okay, anderes Auto, okay, das heißt, jeden Tag ist ein anderer Typ da. Ja, weißt ist du, was doch ich so. meine? Das sind doch nur peinliche Sachen. So. Ich meine, wen wollen die Leute denn verarschen? Denkst du wirklich, einer glaubt dir, dass du einmal im Lambo fährst, einmal, Digga, du bist Beifahrer. Leben lang. Weißt du, ich meine? Wer ist dein Leben lang Beifahrer? Weißt du? So, nein, ich als böse gemeint so. Ist ja okay, wenn die das so mögen, ist okay, aber wen will man das vormachen? Was bist du denn jetzt? Denkst du jetzt, weil du mit einem Typen dich triffst, der Lambo fährt, bist du jetzt was Besonderes? Weißt du, Und denkst vor du- allem, was ich auch vergessen habe, ne? Dann seid ihr im Urlaub, die posten das. Dann poste mal auch, mit wem du bist. Mit wem du bist. So einen alten 70-jährigen Mann. Dann poste den auch mal. Dann machst du hier einen auf so High Class und so. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt eigentlich kein Angriff, aber dann poste das auch. Der ist Der so sein lustig. Opa sein, dein Uropa sein könnte. Was meint ihr, was wollen die damit bewirken? Einfach nur. Ja, das ist das leider. Die wollen sich damit so, ich weiß nicht, das sind komplexe Selbstbewusstseinsprobleme. Ich weiß nicht, was die damit überdecken oder überspielen wollen. Ich weiß ehrlich nicht. Ich verstehe das bis heute nicht. Guck mal, Ja, ich man kenn kann mich nur in- 1 plus 1 zusammenzählen. Ich schwöre, ich kenne mich in dieser Thematik gar nicht so aus, ne? Diese Frauen, so das juckt mich auch gar nicht, weißt du, ich meine, das ist ja was. Aber man sieht das anhand dieser ganzen so weißt du, man kriegt das so einfach so mit von dieser ganzen Menschheit, so, weißt du, ich meine, jeder will auf einmal so, jeder ist in seinem eigenen Film, die Leute fahren sich irgendwelche Filme, also verstehst du,
die ganz kleinen Kinder fangen Aber zusammen das sind ja an. genau die Menschen, die sich dann auch für Vorbilder halten, ne? Das Das Lustige sind ist ja Vorbilder, leider. Guck mal, was für eine Ja. Reichweite wir beide haben. Wirklich, das sage ich ja auch immer wieder. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ey, Isam und ich, wir ballern uns jetzt jeden Abend eine Nase, das ist richtig cool, Ja. macht stark. Ey, weißt du, was meinst du, wie viele Jungs das machen werden? Und wenn du schon so eine gewisse Reichweite hast, dann animier wenigstens die irgendwie was Gutes, Mann. Und verdirb nicht. Und selber lebst du dieses Lifestyle gar nicht. Selbst bist du voll gesund, aber sag so eine Scheiße in der Öffentlichkeit. Und die schauen sich das alle ab. Das ist das. Ihr versaut die Kleinen. Ihr Kinder. versaut die Kinder. Ihr Ja, ist versaut. auch so. Ist wirklich so. Aber das Schon. Ding ist, das ist das Land, Ja, Mann. was die Menschen dazu antreibt, weißt du, du siehst hier alle Leute, die ein bisschen bekannt sind, keiner hat so diesen Mumm, das sich dagegen auszusprechen, weißt du, am Ende des Tages, guck mal, mich juckt dieses Thema gar nicht, weißt du, scheiß drauf, wenn ihr eure Kinder so erziehen wollt, wenn ihr der Meinung seid, das ist gut für eure Kinder, das macht das und dann guckt ihr, wie eure Kinder später aufwachsen werden, Ich meine, dann sieht man ja, was für Eltern ihr sein müsst und denen solche natürlich Beispiele mitgibt. Und das ist das, was ich auch ansprechen will. Die verkaufen für einen kleinen Preis ihre Seele. Weißt du, was ich meine? Ja. Die verkaufen die Jugend für einen kleinen Preis. Ach, und damit das die ist doch selber ein nur Luxusleben- Gelaber, weißt du, Guck das mal, ist doch meine alles ich ja. so, Das ist nur scheiße das ist doch Gelaber. nur Industrie, weil die selber wissen, damit machen die Kohle. Das ist das ja. Aber Wissen, guck mal das ist jetzt. ein Trend, fahren die diesen Trend, weißt du, die wissen ganz genau, okay, diesen Trend geben wir jetzt Vollgas, Genau. nutzen das aus, nehmen das Geld mit, was da drin ist und dann, ob die Menschen darunter leiden müssen oder nicht. Guck mal zum Beispiel, was ich gut finde, Samra und Kapi zum Beispiel damals. Guck mal, dieser Song Teledin und dies und das. Was denkst du, wie viele Kinder davon anfangen, Ja, Teledin Mann. zu nehmen? Ja. Aber das wissen die beiden auch. Die sagen auch, ey, guck mal, heute ist es scheiße so. Samra, guck mal, wie viel Rap darüber, dass er das scheiße findet, dass er das gemacht hat, dass er das bereut. Er bereut und so. das. Er sieht wie gesagt, keiner ist perfekt. Wenn er das bereut und das einen sieht, ist eine andere Sache. Ja. Weil selber, wenn du zum Beispiel in diesem Film bist, weil ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, so, aber wenn du in diesem Drogenrausch bist, so, kann ich mir vorstellen, dass man auf jeden Fall gar nicht weiß, was man da genau macht. Du rappst dann einfach was da vor dich hin. Du erzählst einfach was, aber Menschen, die klar im Kopf sind, Ja, ja. Und das weißt du, so die nicht durchgehend auf Drogen sind und die, weißt du, die genau wissen, was sie sagen und genau wissen, was sie damit anstellen, wenn sie das sagen. Weißt du, weil manche rappen das, weil es sich cool anhört. Wenn du jetzt nach Deutschland gehst, 90% Rap darüber Kokain gedealt haben. Wir wissen alle, die haben noch nie Kokain gedealt. Die haben auch noch nie eine Nase gezogen. Und die haben auch noch nie irgendwas gemacht. Okay, vielleicht Nase gezogen haben diese Junkies. Weißt du, was ich meine? Aber die haben auf jeden Fall noch nie Drogen verkauft. Und die haben auch nie einen abgestochen. Die haben noch nie einen großen Drogendeal gehabt oder was auch immer. Weißt du, aber diese ganzen Kinder rappen das. Weißt du, weil die wissen, okay, es hört sich cool an. Und es gibt Leute, die rappen das, weil die wissen, es hört sich cool an. Und dann gibt es Leute, okay, die rappen das, obwohl sie wissen, dass sie damit Menschen dazu instrumentalisieren, sodass sie auch genau diesen Scheiß ausüben, quasi, den sie machen. So. Und das ist wiederum natürlich ein Problem. Und das meine ich, die verkaufen das für Geld. Die verkaufen sich für Geld. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich abgelehnt habe. Wirklich schon fast 7-stellig, was ich abgelehnt habe, nur damit ich meine eigenen Taschen voll mache. Es ging um Online-Casino. Ja. Und die haben unnormal viel Geld. Die haben mir wirklich für ein Jahr fast 7-stellig angeboten. Ich habe Mir auch. gesagt, wie kann ich jemanden animieren zum Spielen? Ja. Wie kann ich ein Leben zerstören von einer Familie, einem Vater, einer Mutter, einer Schwester? Ich weiß genau, Spielsucht ist einer der schlimmsten Süchte überhaupt. Ich hatte selber in meinem Umkreis spielsüchtige Leute, die haben Häuser verloren, alles verkauft und Schulden. Die haben am Ende wirklich, haben die ihren Frauen angeboten, dass sie ihre Spielsucht da begleichen. Meine ich, wie kann ich das mit meinem Gewissen, wie kann ich damit leben? Weißt du? Nur damit ich jetzt 1 Million Euro bekomme und dann den Rest da vergammeln lasse. Meine ich, du hast eine Seele, ein Leben zerstört und das werden dann einige machen. Deswegen, uns kann man nicht kaufen, wir bleiben immer so, wie wir sind. Unser Weg ist geschrieben. Und weißt du, was das Geile ist? Weißt du, was ich richtig feiere, Bruder? An Kampfsport. Das ist das Gute, mit Kampfsport berühmt zu sein. Guck mal, ich kann hier sitzen und kann hier sagen, was ich will. Bruder, ich kann wirklich, Weißt du, wir dürfen. ich muss keine Angst davor haben, zu sitzen. sitzen und irgendwie Angst davor zu haben, dass irgendeiner mich cancelt oder dass dass ich Angst davor haben muss, dass irgendeiner morgen kommt und sagt, ey, mal zu, was hast du da in diesem Interview gesagt? Genau. Weißt du, wäre ich jetzt ein Rapper, denkst du, ich könnte das machen? Scheißegal, Mann. Weißt du, ich meine, niemals werden Leute das erlauben, weißt du, dann müsste ich ständig jemanden um mich herum haben, der, ey, sagt das, ich. Verstehst du, was ich meine? Aber siehst du, Bruder, ich bin Kampfsportler, ich kann heute sagen, was ich will und keiner kann mir was sagen. Genau. Soll mal irgendeiner kommen und zu mir sagen, ey, was hast du da und da gesagt, hin und her. Weißt du, und deswegen, ich spreche mich immer gegen solche Sachen aus. Wenn ich etwas nicht feiere, dann feiere ich es gar nicht. Und das Geile ist, Bruder, ich muss mich von niemandem verstecken, ich muss von niemandem irgendwas, weißt du, keine Angst haben, dass irgendeiner mir was sagen kann. Mir kann keiner was sagen, weißt du, das, was ich sage, sage ich. Und wenn es einem nicht passt, ihr wisst ja, wo ich bin. So ist das. Weißt du, was ich meine? In Deutschland Und, auch das Beste ist, wir sagen, wie gesagt, was wir wollen, wie wir das wollen. Keiner kann was machen, sogar wenn jemand was, dann steht der da und dann fehlen ihm seine Zähne sowieso. dann steht er aber auch nur eine kurze Zeit Dann steht er nur kurz, dann schläft er länger, anstatt er steht. Aber guck mal, keiner wirklich, die trauen sich ja nicht, ihr Maul aufzumachen.
Wie er sagt, ey, kennst du das, dann werbe hier. Nein, juckt mich nicht. Ja. Wir sind hier gerade, um Jugendlichen Motivation zu geben, um die zu pushen, um sie voranzubringen. Und dann sagen wir auch, was wir wollen. Ja. Das ist straight So, raus. wir haben ja Das gesagt, ist guck mal, besser. wir haben gesagt, wir reden hier Real Talk. Ja, Ja, so. Real Talk, Mann. Wir reden 100%. darüber, dass wir das nicht wollen würden, weißt du, für unsere Kinder. Und ich denke mal, 90% der normal denkenden Menschen würden das für ihre Kinder auch nicht wollen. Aber ich rede jetzt generell von allgemein. Ja? Dieses so ständig so profilieren und so zeigen, so ja, oder davon zu, ich bin selber ein Mensch, ich liebe selber Luxus. Ja, Mann. Weißt du, du siehst ja, wie ich lebe. Ich liebe selber Luxus. Aber ich finde es trotzdem falsch, es zu verkörpern, dass man Luxus braucht. Weißt du, weil du brauchst keinen Luxus. um Brauchst zu du leben. nicht. Verstehst du, ich meine? Du kannst auch ganz normal leben. Und ich habe auch ganz normal mein Leben lang gelebt so und deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass du das nicht brauchst. Und den Frauen zu erzählen, du musst einen Mann haben, der Geld hat, da fühlen die sich doch verarscht. Weißt du, ich meine, normal, dann geht jede Frau raus und sucht sich irgendeinen Typen, der viel Geld hat oder was auch immer. Ja. Weißt Ja, du? ja. Wo wären wir dann? Guck mal, das Beste ist doch so, ihr lernt euch kennen, du lernst eine Frau kennen, ganz normale Art und Weise, Ja. ihr wächst zusammen, du wirst Richtig, zusammen baut mit ihr euch zusammen erfolgreich, auf. die baut dich auf, die stärkt dir den Rücken, Das weißt du, was ich wäre meine? perfekt. Und dann kannst du das doch viel schöner zusammen genießen. Und deswegen sage ich, eine gesunde Beziehung, zusammen gesund wachsen, das zusammen genießen und dann macht das auch Spaß. Weißt du, stell dir mal vor, du hast die ganze Zeit den Gedanken, ja, die ist nur mit mir, weil ich Millionär bin, weil ich bekannt bin. Ja. Das ist auch krank, da bist du auch immer krank. weißt du, was ich meine? Weißt du, stell dir mal vor, Glaube ich auch. du hast nur eine Frau um dich herum, stell dir vor, du hast geheiratet, wo du erfolgreich bist. Ja, das ist schwierig. Du wirst, glaube ich, immer diesen Gedanken haben. Weißt du, dann denkst du dir so, ey, Liebt ihr jetzt hat die den mich jetzt Kämpfer, geheiratet, liebt ihr den weißt du, Sportler oder genau. liebt ihr den Liebt die mich jetzt, Charakter? weil ich korrekt bin, weil ich ein Ja. gutes Herz habe? Liebt die mich jetzt, weil ich Aber reich hätte die bin, uns oder auch liebt die geliebt, mich- wo wir so Penner waren damals, Verstehst du, was ich meine? Das mit ist dann die- 17, ich wo glaub, wir diese Frage Raubüberfälle gemacht haben, wo wir im Knast waren, verhaftet worden sind, kein Geld in der Tasche hatten. Ich weiß noch, zusammen 10 Euro zusammen getankt, jeder 3 Euro noch aber was. Das ist ja das Weißt du, was ich Kranke. meine? Ja. Das meine ich. Und Ja. du wirst diese Fragen, glaube ich, niemals aus dem Kopf kriegen. Genau. Das wollte ich sagen. Die wirst du niemals beantwortet bekommen. Und die deswegen Frage. sucht euch eine vernünftige Frau, die schon mit 100%. euch dort war, wo ihr jetzt seid, die schon vor dem Hype und dem Genau. Fame und dem Geld und allem vorher da war, dann werdet ihr euch diese Frage niemals stellen müssen, weil ihr werdet immer wissen, Alhamdulillah, ich hatte schon eine Frau gehabt, wo bevor ich Genau. erfolgreich war, bevor ich reich war, bevor ich was auch immer war, ne, scheißegal, was ihr am Ende seid, Hauptsache, ihr habt eine vernünftige Frau an eurer Seite. Genau so. Sehr stark. Was ich nochmal kurz aufgreifen wollte, das ist ja was, wir haben ja letzte Folge besprochen, wie wichtig Social Media ist, aber auch wie gefährlich Social Bruder, Media wie ist. sind wir das gerade ist so sehr hardcore vom Thema abgeholt. Das ist- Aber ist gut, Ja. Mann. Das ist ja, wie gesagt, Real Talk. Das Ja, sind manchmal das deepere gehört dazu. Sachen. Ja. Das gehört dazu. Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Frage, die ist so eine leichte Überleitung. Wie geht ihr mit der Bewunderung um, die viele für euch haben? Also ich gehe ganz normal damit um. Weil ich weiß, also die treuen Fans, die ich habe, weiß ich, die werden immer an meiner Seite stehen, egal ob man fällt oder nicht. Aber leider ist es heutzutage so, bist du oben, sind die da, Ja. verlierst du einmal oder bist du weg vom Rampenlicht, bist du auch ganz schnell ausgelöscht aus deren Köpfen. Deswegen, ich fahre mir gar keine Filme, gar nichts. Ich bleibe immer gleich, wie ich bin. Und das wird mich auch niemals ändern. Stark, sehr stark. Ich würde sagen, ich genieße das Ganze mit Vorsicht. Weißt du, ich genieße diesen Ruhm und alles mit Vorsicht, weil ich genau weiß, Bruder, ich habe das viel in meinem Leben schon bei anderen Leuten gesehen. Ich bin Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich bin ein sehr klarer Mensch. Ich achte darauf, so ich sehe das bei anderen Leuten, dann sehe ich, okay, du siehst, wie das bei denen geendet ist, weißt du. Deswegen, ich genieße alles mit Vorsicht. Ich weiß, wenn ich gewinne, diese Leute, diesen Lob, 50% von denen, 60% von denen sind genauso, wenn du verlierst, auf der anderen Seite. Und diejenigen, die sich über dich lustig machen oder die es dir wünschen, weißt du. Alles mit Vorsicht genießen. Bin ich der Meinung. Klar, es gibt immer loyale, treue Menschen um dich herum, ne, aber ich gehe mal davon aus, dass du mehr Leute quasi auch in den Kommentaren, das sind ja nicht alle Leute, die dich kennen, sondern ne, alles Fans und was auch immer. 60% gehe ich immer davon aus, dass die so genauso switchen, wie sie bei dir sind sie morgen wieder weg. Und 40% sind wirklich dann so, oder 35, 40% würde ich sagen, so sind loyale, treue Ja. Supporter und Fans, weißt du, so, und die auch da sind, wenn du mal eine harte Zeit hast. Ja, sehr schön. Es sind ja meistens die wenigen, die 80% von dem ausmachen, was dann Safe. preisgegeben wird. Ne? Vielleicht müsstet ihr jetzt einmal noch mal kurz überlegen bei der Frage, oder vielleicht habt ihr auf Schnelle eins. Welches Zitat hat euch am meisten geprägt? Welches Zitat? Sei es von Kampfsportlern oder von Philosophen oder sonst was. Es gibt ein Video von einem kleinen Jungen, der damals im Tschetschenienkrieg war. Da wird er gefragt, was machst du hier? Hin und her. Dann sagt er einfach, ich verteidige einfach mein Land. Dann wird er gefragt, okay, und hast du keine Angst zu sterben? Dann sagt er so, nein, ich bin bereit für meine Heimat zu sterben.
Und dann fragen die ihn so, was bedeutet dieser Verband auf deinem Kopf? Dann sagt er, das ist der Tod. Nicht zurückziehen und nicht aufgeben. Also, Niaz Tabati, Niaz Davatze. Das ist so der Spruch, der mich mein Leben lang geprägt hat, seitdem ich dieses Video kenne. Dieser Junge ist 12, 13 Jahre alt. Weißt du, ich meine, der ist im Krieg. Krass. Und, weißt du, so einen Mut zu haben, in diesem Sinne auch noch zu sagen, weißt du, nicht zurückziehen und nicht aufgeben. Und das ist mein lebenslang Motto gewesen. Guck mal, egal wo ich war in meinem Leben, nicht zurückziehen und nicht aufgeben. Ich ziehe niemals zurück. Verstehst du? Niemals, egal in welcher Situation ich in meinem Leben bin, ich habe nie zurückgezogen. Ich habe nie einen Schritt nach hinten gemacht. Im Gegenteil, immer rein, geradeaus, durch, mit dem Kopf durch die Wand. Und deswegen, das hat mich auf jeden Fall mein Leben lang, seitdem ich das kenne, und ich kenne das schon keine Ahnung, seitdem ich, glaube ich, 8, 7 Jahre alt bin. Und so lange prägt mich das schon. Krass. Da sieht man, was in so einem 12-jährigen Jungen oder was aus so einem 12-jährigen Jungen später so kopftechnisch werden kann. Wenn er jetzt schon so sagt, diese Motivation. Er hat sich jetzt, das Video ist schon sehr alt und das Video ist noch vom Tschetschenienkrieg. Aber Fakt ist zu seinem. Ja, normal. Zeig mir heute einen 12-Jährigen, der so eine Art. Oder heute der 12-Jährige, die spielen Roblox sagt, ey, und. Ich wollte gerade sagen, der sagt, ey, irgendwelche was anderen ist Kinder mein spielen. Warcraft. Ja. Warcraft, da sind noch viel zu jung für, aber genau dann auch wieder der Punkt, Social Media macht vielleicht auch weich. Aber das ist leider die Generation, man wächst ja auch hinein. Da können die meisten auch nicht. Klar, nee. Weißt du? Die wachsen damit deswegen auf. auch den Kindern nicht so viel Handy geben. Ja. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir das vielleicht denen noch so vorwerfen, aber wären wir so aufgewachsen, wären wir vielleicht nicht anders. Wer weiß das? So, ne? Deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Ich bin auch echt ehrlich sehr, sehr froh darüber. Ja, ich auch, 100%. Ich weiß gar nicht 100%. so, was machen die denn heutzutage ohne Handy und so? Die in deren Freizeiten. Also ich habe mich mit meinen Jungs getroffen, waren draußen, haben und Sachen, auch wenn das scheiße war, aber wir haben Sachen unternommen, wir sind rausgegangen. Nicht nur 24 Stunden. Und dann auch diese Handy. Zeit noch klingeln, rausgehen, musst klingeln gehen. Ja, Mann. Stimmt. War Telefonzelle, Mann. Weißt du, ich meine- 10 Cent hatte ich da. Ich weiß, ich kann Telefonnummer ausfinden. 5 Sekunden reden. Ich habe die reingeworfen. Ey, ich bin Ja. ich bin da und da, komm dahin. So Ja. fertig aus. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, wir haben vor kurzem noch mit einem Kollegen über diese Telefonzellen geredet, Ja, dass Mann. das früher normal war. Überleg mal. Heute ist das völliger Da Quatsch. gab es einen Standort, wo wir uns alle getroffen haben, immer Heinrich Heine von Meckes. Meist, wenn wir uns da getroffen haben. Er kommt da und dahin. Wir haben nur 10 Sekunden zu reden. Okay, bis gleich 20 Uhr, puff, waren wir da. Ja. Hauptbahnhof Egal. McDonalds oder Heinrich Heine Ja. McDonalds? Genau. Und dann haben Oder wir uns was? geprügelt. Alter. Hauptbahnhof McDonalds oder Heinrich Heine Ja. McDonalds? War entweder in der Stadt oder am Hauptbahnhof. Genau. Ach so, Und da ging immer direkt von da aus Action los. Runter, Genau. erstmal U-Bahn, vielleicht, Genau so. wenn da schon Schlägerei ging, dann ging Da da war schon schon los. einer, der U-Bahn-Stopp. besoffen war. Und sonst, sonst ging direkt in der Altstadt schon. Ja. Einmal kurz Balkenstraße und dann Einmal rein. ging schon los. Bis du draußen warst, hast du schon 3, 4 Leute gehauen. Und Ehrlich danach so. bist du bei Kunstpalast rausgekommen, da hast du nochmal 4, 5 Leute gehauen. Dann bist du einmal weiter Richtung Rhein. Am Rhein hast du nochmal 3, 4 Leute gehauen. Hast einmal die ganze Stadt so mitgenommen, hast einen Kreis gemacht und bist dann so zurückgekommen. Am Ende hast du deine 50 Schlägereien, 15, 14, 13 Schlägereien hast du auf jeden Fall voll bekommen. So, wie so eine Tour gemacht, einmal, Ja, einmal Einmal alle alles abklappern. kurz und klein geprügelt und dann einmal raus. Pop, Und dann wieder nach Hause. Und dann abgehauen. Sind die uns hinterhergelaufen mit 20 Mann. Ja, witzig, Manchmal, wenn es schlecht lief, wurde es auf einmal gepackt, Handschellen, bam, Ja, bam, ja. bam. Und dann Ausnüchterungszelle. Heißt ja so, ne? An- Heißt an- Ausnüchterung, ne? aus- Ja, ich PG. glaub, PG? Ja. Ja. So. Ja. Polizeigewahrsam, Altstadt also damals. ne, Polizeigewahrsam heißt, glaube ich. Aber das war so Ausnüchterungszelle. Die schmeißen dich teilweise rein, da musst du ganz Nacht da bleiben. 8 Uhr morgens kannst du gehen. So ein Ding. Warst du schon in eine? Ach, Bruder, ich war auch schon im Das war- Knast. Das war schon so. Guck mal. Das war schon wie zweites Zuhause gewesen. Okay, guck Aber mal. ich muss ehrlich sagen, ich wurde auch nie erwischt. Mhm. Also ich hatte Glück so, ich wurde selten erwischt bei so Sachen. Dankeschön Das dafür, Staatsanwaltschaft, falls ihr das seht. Alles klar, Jungs. Dann erstmal bis hierhin vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir rüber zu den Zuschauerfragen, die ihr uns wieder, wie gesagt, fleißig gestellt habt. Wir haben 2 Stück rausgesucht und nochmal ein großes Dankeschön und weiter in die Kommentare vollballern. So, ich würde jetzt einmal rübergehen zur nächsten, beziehungsweise zur ersten Zuschauerfrage. Und zwar ist die von Mohammed Isa 1999. Vielen lieben Dank für deine Frage. Fühlt ihr manchmal starke Emotionen, wenn ihr auf eure Vergangenheit zurückblickt und seht, was ihr inzwischen erreicht habt? Auf jeden Fall, Ja. extrem. Ich habe oft in meinem Leben Zeiten so, ich soll mal sagen, wann, war oft mit meinen kleinen Geschwistern, dann habe ich denen Geschenke gekauft. Bei, wie heißt der Spielzeugladen? Smith Toys, irgendwie diese ganzen Läden da. Und dann gehe ich so rein, ich sehe meine kleinen Brüder, ich sage so, ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Und dann, die sind so, oh mein Gott, und dann laufen die so und dann geht's los, da, hin, her, darf ich noch das? Ich sage, ihr dürft alles nehmen.
Nehmt, was ihr wollt. Ihr dürft so viel nehmen, wie ihr wollt. Okay. Dann sehe ich noch, wie die zwei Kleinen sich dann so noch manchmal sagt der eine zum anderen so, ey, nimm aber nicht so viel, der muss noch, ich will nicht, dass er zu viel Geld. Ich sag, Jungs, was für zu viel Geld? Sowas gibt's nicht. Nehmt so viel, wie ihr wollt. Warum? Weil ich will niemals, guck mal, das, was ich bei meinen Eltern gefühlt habe, weißt du, das, was ich, diese Zeit, die ich hatte, wo ich damals sagte, ey, meine arme Mutter, die muss mir etwas kaufen, obwohl die gar kein Geld hat. Ich will niemals, dass meine Brüder dieses Gefühl bei mir hatten. Ich habe gesagt, macht euch keine Sorgen, ich habe mehr als genug Geld. Ihr könnt diesen ganzen Laden nicht kaufen. Macht euch gar keinen Kopf, denkt gar nicht an Geld oder sonst was. Kauft, was ihr wollt. Weißt du, und deswegen, da habe ich immer oft an meine Vergangenheit zurückgedacht, wo ich so in dieser Lage war, wo ich mir dachte, ey, ich hätte mir so gewünscht, dass ich mal sowas gemacht hätte. Aber ich bin auch andererseits bin ich sehr froh. Ich blicke zurück, ich bin sehr traurig dann in dem Moment so, aber ich blicke dann wieder nach vorne und denke mir so, ey, krass, Alhamdulillah, dass ich diese Zeiten hatte, dass ich weiß, wie es war, dass sich so anzufühlen, dass ich weiß, okay, wie ich meine Brüder heute behandle. Ja. Oder generell auch, weißt du, ich bin auch so, sehe ich in Kinder der Kasse, wo auch immer, die nicht so viel Spielsachen, gehe ich kurz hin, hole ein Spielzeug, sage ich, ey, guck mal, sag ich meinem kleinen Bruder, Jachar, lauf mal kurz, hol mal auch ein Spielzeug für dieses Kind. Hier, Geil. weißt du, oder wo auch immer, viele verschiedene Orte, aber ich will jetzt nicht irgendwie alles preisgeben müssen, weißt du, ich mache das nicht für die Leute oder sonst was, ich mache das so für mich selber und für Gott natürlich so, aber jedenfalls, was ich sagen will, ich habe oft dieses Gefühl, ja. Auch so, wenn ich mir selber Sachen kaufe, wo ich mir dann zurücktränke, wo ich mir denke, krass, so. Ja, Mann. Weißt du, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben jetzt für so ein Outfit, so, wo ich mir denke, ey, krass, wenn ich zurückdenke, damals wie viel Geld das für mich war und so. Ja. So klar, es ist jetzt immer noch viel Geld, aber ich meine, damals verglichen, so war das so. Man konnte gar nicht dran denken, dass man sich ein Outfit kaufen kann für diese und diese Summe. Ja, sehr stark. Vielen Dank, Islam. Wie ist das bei dir, Kerem? Bruder, das ist bei mir richtig krass, wenn ich so mit meinem Bruder bin, mit meinem Bruder Metin. Und wir erzählen uns damals so die Geschichten, weil wir hatten ja wirklich keine Spielzeuge. Wir hatten keine Urlaub, was für Urlaub, sowas gab es nicht. Kein Spielzeug. Unsere Spielzeuge haben wir uns dann selber geklaut, wirklich jetzt. Und dann blicken wir auch zurück und gucken wir heute, wo wir sind. Und dann, zum Beispiel, der fliegt einfach nach Dubai. Er fliegt Business. Ich fliege einfach dahin, wo ich will. Und das ist so einfach, dann denkt sich, man ist echt dankbar dafür, was man bekommen hat. Aber wie er schon sagt, ich bin auch froh, dass es nicht so früher war, dass ich nicht so als verwöhntes Kind auf die Welt gekommen bin. Ja. Weil ich alles viel mehr zu schätzen weiß. Und ich will das auf jeden Fall auch den Jugendlichen mitgeben, dass sie für alles dankbar sein sollen, was sie haben. Und wenn sie erfolgreich sind, noch mehr stolz drauf sein können. Weil wirklich jetzt, guck mal, wir können uns jedes Auto kaufen, was wir wollen. Wir können reisen, wohin wir wollen. Wir können essen, das war unvorstellbar. Damals habe ich mir einen Döner mit ihm geteilt, weil wir uns keine zwei Döner leisten konnten, weißt du? Haben wir gesagt, du beiß einmal rein, ich beiß einmal rein, oder? Ja, durchgeschnitten. Teil, So. ne? Und das sind so krasse Sachen. Da war auch eine Geschichte, wir waren damals, das war so ein Smart Roadster, kennst du noch? Diese Smarts, die kleinen, Klar, aber es diese gab so einen kleinen. Roadster. Diese Ja. Zweisitzer, ne? Ey, wir dachten, das ist so ein Ferrari, wir hatten ja gar keine Ahnung, wir waren da richtig jung und haben ich weiß noch, hat jemand ein Foto von uns da gemacht, ich weiß jetzt nicht, vom Kinderheim, haben wir gesagt, boah, wenn wir groß sind, holen wir uns auch so ein Auto. Und dann irgendwann entdeckt mein Bruder, sieht er das Bild, meint er, guck mal, zeigt er mir das Foto, meint er, guck mal, heute fahre ich Porsche, eine Ferrari, eine Range Rover. Meine ich so, Alhamdulillah, wie weit wir gekommen sind. Ja. Gerade wenn man, wie gesagt, darauf zurückblickt, Ja, was das man ist hatte und unglaublich. was man jetzt hat, ne? Deswegen, alles, was wir nicht hatten, können wir uns jetzt leisten. Und, Ja, das ist dieses auch Stay Humble, ne? ja, Mann. Wenn man ist durch Scheiße gegangen, man hat Scheiße gefressen. Aber das kannst du viel mehr genießen. Weil wenn ich jetzt so ein verwöhnter Junge wäre, Ja, genau das. worauf willst du denn hinaus? So, du erfreust dich ja nicht. Mhm. Für gar nicht so. Ey, ich war dankbar für jede Scheiße als Kind. Manchmal, jetzt im Nachhinein bin ich älter, die Eltern, ich habe denen leid getan. Ich feiere kein Weihnachten oder Nikolaus oder so, aber dann haben mir manchmal so Geschenke gemacht, weißt du, wie ich mich gefreut habe, Alter. Ja, glaube ich. Boah, ich habe ein Geschenk bekommen, ich habe so einen Weihnachtsmann aus Schoko bekommen. Boah, ich erinnere mich ganz genau noch, guck mal, heute noch. Ich habe einen Weihnachtsmann aus Schoko bekommen, ich habe den weggefetzt, direkt so. Ich habe mich so gefreut für so Kleinigkeiten. Ja, das ist ja, die kleinen Sachen Ja. machen es dann auch, wie du sagst, wenn du einem Kind was an der Kasse kaufst. Ja, das sowas, wird sich das mach immer ich dran, auch, Mann. das wird sich immer dran erinnern. Ja, ja. Und das sind keine 10.000 Euro Sachen, das ist Nein, 1, 2 Euro. Kleine Das kann so Sachen. kleine Kinder auch glücklich machen. Ja, okay, super. Dann auch dir, Kerem, vielen lieben Dank für die Antwort. Dann haben wir jetzt noch eine Zuschauerfrage von AK.bxg. Auch dir vielen lieben Dank für die Frage. Und zwar, die Frage von ihm ist, wie geht ihr mit der Angst und Aufregung vor einem Kampf um? Gibt es etwas, das euch hilft, die Ruhe zu bewahren und mental stark zu bleiben? Ich mache Tai Chi vorher. Nein, Ach, Angst gibt's sowieso nicht. ja. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt, ich sag's nochmal. Und ich werde es wahrscheinlich noch 100 Mal sagen. Ich bin jemand, ich kenne keine Angst. Ich habe noch nie in meinem Leben Angst gehabt vor irgendwem, vor irgendwas. Alhamdulillah.
Ich bin einfach ein Mensch, ich meine das auch wirklich ernst, ich bin einfach ein Mensch, ich kenne sowas nicht. Ich habe noch nie Angst irgendwie in meinem Leben gefühlt, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist, Angst zu haben. Ich meine, seitdem ich klein bin, bin ich irgendwo auf der Flucht vor irgendwelchen Sachen gewesen und nicht immer da hatte ich Angst. So, das war einfach nur, keine Ahnung, für mich war das so ein Abenteuer. Klar, wahrscheinlich, weil ich eine ernste Lage auch nicht verstanden habe. Aber nichtsdestotrotz hatte ich keine Angst. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich jemals in meinem Leben vor irgendwas Angst hatte. Und ich habe klar Angst. Die Ängste, die ich habe, sind zum Beispiel um meine Familie, um meine Eltern so, weißt du. Die sind krank, weißt du, wenn jemand verstirbt oder was auch. Das sind so Ängste, die ich habe. Aber so Angst vor irgendeiner Person oder so, sowas gibt es bei mir gar nicht. Und deswegen, sowas habe ich nicht, besitze ich nicht. Und wenn man das hat, dann muss man auf jeden Fall lernen, damit umzugehen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie, weil, wie gesagt, ich kenne sowas nicht und deswegen. Aber Aufregung kann ich dir sagen, weil Aufregung habe ich schon. So. Und das ist so, ich sag dir ehrlich, du musst einfach wissen, okay, das nennt man auch im Islam Tawakkul, das heißt Vertrauen auf Gott. Dass du weißt, okay, egal was passiert, egal wie sehr ich jetzt nervös bin, egal wie aufgeregt ich jetzt bin, erstens muss ich da sowieso durch. Das heißt, dieser Kampf wird sowieso passieren. In den nächsten 15 Minuten muss ich da so rein und abliefern. Und ob ich gewinne oder verliere, steht sowieso schon fest. Bedeutet, Allah hat mir das schon geschrieben, ich werde so mache ich es zumindest. Ne? Ich weiß nicht, ich rede jetzt nicht für jeden Menschen, das ist jetzt meine Art und Weise, wie ich das mache. Ne? Allah hat das sowieso schon festgeschrieben, ob ich gewinnen werde oder verlieren werde. Wenn es mir geschrieben ist, dass ich nach 30 Sekunden K.O. gehen werde, dann werde ich auch nach 30 Sekunden K.O. gehen. Und wenn es mir geschrieben ist, dass ich diesen Kampf in der ersten Runde durch K.O. gewinne, nach 30 Sekunden wird es auch genauso passieren. Deswegen, wofür mache ich mir Sorgen, worüber mache ich mir Kopf? Am Ende des Tages ist sowieso schon alles feststehend und alles geschrieben und ich kann das Resultat sowieso nicht beeinflussen. Ich gehe also rein, gebe Vollgas, gebe alles, was ich kann. Und wenn ich am Ende gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, verliere ich. Hat mir Allah so geschrieben und ich bin mit allem zufrieden, was Allah gibt. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehr gut. Stark, sehr. Danke. Ja, ich kann das eigentlich auch nur so sagen wie Islam. Wirklich, das ist genau perfekt auf den Punkt getroffen. Alles ist geschrieben. Da gibt es keine Angst. Wir dürfen sogar keine Angst vor irgendwelchen, was wir sehen, haben. Nur vielleicht Respekt, aber Angst gibt es nicht. Klar, man soll jeden Gegner respektieren. Du weißt ja, es ist ja keine Angst, wenn du weißt, dass der Typ stark ist. Ja. Dann weißt du halt, okay, der ist stark, der hat einen starken rechten Cross. Dann weißt du, okay, dieser Typ ist stark, muss ich aufpassen auf den rechten Cross. Aber dass du jetzt sagst, ey, ich habe Angst vor dem Scheiße und so, der wird mich verprügelt so. Oder dann bleib zu Hause, geh Tennis spielen. Volleyball. Ja, dann machst du, glaube ich, auch nicht den richtigen Sport, ne? Safe. Aber es gibt halt viele Leute, die Angst haben. In Deutschland wäre das gut gemacht. Mike Tyson, der hat ja gesagt, der hat jedes Mal richtig Angst vor seinen Kämpfen gehabt, ne? Aber der hat seine Angst in Aggression umgewandelt. Und dann hat er alle rasiert mit. Der hat auch gesagt, der hat geweint vor den Kämpfen. Kämpfen. Der hat geweint, der hatte richtig Panik vor seinen Kämpfen. Hat er selber zugegeben. Ja. Aber er hat das in Aggression umgewandelt. Aber das ist auch so, weißt du, das ist ein Phänomen so. Nicht jeder, der soll jetzt denken, ja, ich habe Angst und habe Todesangst. Ich kann das auch umwandeln. Das war Mike Tyson. Wenn einer Angst von hast, wie die vielen. scheißen nicht in die Hose. Weißt du, ich meine? So, es gibt Leute, die haben Angst und dann gehen die rein und zittern. Und kriegen Todesschläge. Weißt du, ich meine, wenn du so eine Person bist, Bruder, bleib zu Hause. Kämpf gar nicht, wofür? Weißt du, ich meine? Probier das 1-2 Mal aus, okay, wenn du mit Angst reingehst und vielleicht wird das besser und besser, wenn nicht besser wird, Bruder, bleib zu Hause. Dann ich spiel was anderes. Ich denke, du musst diese Angst in irgendwas anderes umwandeln, damit du auch erfolgreich darin wirst. Ne? So Aufregung, denke ich, ist okay. Das ist ja auch Aufregung normal, ist ne? was ganz Normales. Genau. Aufgeregt bist du auch, keine Ahnung, wenn du in der Klasse bist und ein Projekt quasi ankündigst oder was auch immer, eine Vorlesung in der Klasse hattest, warst du auch aufgeregt. Ich habe manchmal wirklich, bevor ich Angst habe vor den Kämpfen, ehrlich jetzt, dass ich meinen Gegner wirklich tödlich verletze. Ehrlich jetzt. Ich meine das wirklich jetzt. Ja, aber das wäre im Endeffekt auch. Tödlich verletze. Das wäre im Endeffekt, um du verstehst, aus islamischer Sicht gesehen, wäre das auch sehr schlecht. Weißt du, ich meine, also deswegen, ich würde mir das niemals wünschen so. Wir hauen mit ein paar 100 Kilo, weißt du? Ja. Das wäre auf jeden Fall ekelhaft. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, da jemanden noch umzubringen, ne? Also, guck mal, möge Gott uns davor bewahren, Bruder, ich will gar nicht ins Thema eingehen, hoffentlich wird das niemals passieren. Wird natürlich niemals nicht. passieren, aber wenn ich merke, so ich habe ihn ausgenockt, also ich hatte schon mal einen Kampf, da war ich im Tunnel. Aber wenn ich merke, ich habe ihn ausgenockt, dann lasse ich ihn. Aber das macht man auch nie absichtlich, eigentlich. Also Leute, die fair sind. Gute Sportsleute machen das nie absichtlich. Nur wenn du echt ein Dreckiger bist, dann machst du das absichtlich, haust dann weiter und so. Aber das ist so eine charakterschwache Eigenschaft. Es wird auch immer sehr schlecht geheißen, wenn da jemand liegt und der macht nochmal 3-4 Hammerfists drauf, manche obwohl er weiß, manche muss er nicht. checken das auch nicht. Manche sind dann richtig im Tunnel, ne? Das ist mir auch schon passiert, leider. Also, da habe ich einen ausgenockt, da habe ich noch 4-5 Mal voll reingeballert, ne? Aber jetzt mittlerweile, ich bin Profi genug, ich sehe das, so puff, ich merke, okay, da kommt nichts mehr, mach schon nichts mehr. Ja. Wie soll ich den umbringen oder was? Ja, natürlich. Am Ende ist das nur Sport. Ja, sehr stark, Jungs. Vielen lieben Dank euch für auch diese Runde, für die Zuschauerfragen, die gestellt wurden und die ihr beantwortet habt. Sehr real, sehr humble. Was letztendlich wir euch mitgeben können, bleibt humble, lasst diesen Neid.
macht euer Ding, seid sportlich. Wenn ihr eure Passion, eure Leidenschaft gefunden habt für den Sport, dann verfolgt sie, macht das Beste draus. Alles, was ich auch sagen kann, verfolgt unsere Kanäle, folgt uns auf allen Kanälen, abonniert die Glocke, damit ihr auch keine dieser Runden verpasst und fleißig kommentieren, vor allem teilt das mit euren Freunden, zeigt den Leuten, was hier passiert, dieser Podcast, dass er ein gute und positive Werte mitgibt, gerade von Leuten, die so erfolgreich sind in dem, was sie tun und auch diese Werte vermitteln. Solche Vorbilder braucht ihr, von denen ihr das abschauen könnt. Ich kann einfach nur mitgeben, schaltet auch beim nächsten Mal ein, guckt euch die Folgen davor an und das letzte Wort überlasse ich den beiden Jungs. Was könnt ihr noch mitgeben, Jungs? So, Freunde, wie er schon schön gesagt hat, und wir wollen euch nicht nur unterhalten, wir wollen euch was mitgeben für eure Zukunft und nicht nur, um euch zu belustigen. Deswegen in diesem Sinne, abonniert den Kanal auf allen Plattformen, schaltet ein, kommentiert, teilt es und viel Spaß mit dem Podcast. Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Dem einen oder anderen werden die Sachen, die wir sagen, nicht passen. Aber wie gesagt, es muss auch nicht jedem passen. Das sind unsere Werte, die wir vermitteln. Und entweder nehmt ihr sie an oder ihr nehmt sie nicht an. Keiner zwingt euch zu irgendetwas. Genau. Jeder kann das machen, tun und lassen, was er möchte. Und das machen wir genauso. Entweder ihr nehmt es an oder ihr sagt, nee, brauche ich nicht. Ja, keiner zwingt Ist jedem euch euch das überlassen. An dieser Stelle alles Gute und bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.